In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einer genial einfachen Methode Schmerzen auflösen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach besser leben. Mein Name ist Wolfgang und ich habe heute das Vergnügen, dir eine genial einfache Methode vorzustellen, mit der du die verschiedensten Schmerzen ganz einfach auflösen kannst. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, das wird heute ein praktisches Video, deshalb legen wir gleich los. Mach jetzt bitte mit und lass dich überzeugen, dass das wirklich für dich wirken kann. Und auch wenn du keine Schmerzen hast, kannst du trotzdem mitmachen und du wirst eine Veränderung spüren in deinem Körper. Wir suchen uns dazu ein paar spezielle Punkte am Körper heraus und wie gesagt, mach gleich mit und wir legen gleich los mit dem ersten Punkt. Dieser befindet sich auf deinen Händen und zwar genauer gesagt zwischen Daumen und Zeigefinger. Wenn du mir nun folgst, dann leg Daumen und Zeigefinger zusammen und du siehst hier einen kleinen Hügel. Wir drücken nun einen Punkt genau auf der höchsten Stelle dieses Hügels in Richtung Zeigefinger. Ja? Du kannst hier, ich drücke jetzt mit dem Zeigefinger, das ist nicht der optimale Finger, der ist nur eher, wie der Name sagt, zum Zeigen. Der ist nicht wirklich stark. Besser, du nimmst hierzu den Daumen und gehst hier in die Tiefe. Und jetzt suchst du einen Punkt, der empfindlich ist. Ich habe ihn hier gefunden. Ich drücke jetzt gegen meinen Zeigefinger. Ich spüre den Knochen in der Tiefe. Spüre aber auch die Muskulatur und ich spüre diesen Schmerzreiz. Und diesen Punkt halt jetzt einfach. Und während du diesen Punkt hältst, versuche ganz bewusst durch die Nase ein- und auszuatmen und dein Atemtempo etwas zu verlangsamen. So in Richtung 5 Sekunden ein, 5 Sekunden ausatmen. Wenn du den Punkt ungefähr 30 bis 45 Sekunden gehalten hast, dann kannst du gerne das Ganze auf der anderen Seite machen. Die Punkte sind immer auf beiden Seiten, also auch hier wieder Daumen, Zeigefinger zusammenlegen, diesen Hügel suchen. Diesmal drücke ich gleich mit meinem Daumen hier an der höchsten Stelle in Richtung Zeigefinger. Hier habe ich noch nicht das Gefühl, hundertprozentig richtig zu sein, verrutsche ein wenig und jetzt spüre ich diesen leicht ziehenden, manchmal auch brennenden Schmerz und genau an dieser Stelle bleibst du. Du bist jetzt genau mit dieser Spannung in Berührung und der ganz wichtige, unscheinbare Teil bei dieser Übung ist es, dass du ein- und ausatmest. Etwas tiefer und länger als sonst. Wir halten hier noch 10 Sekunden. Vielleicht kannst du spüren, dass der Schmerz sich langsam auflöst und dann bewege kurz deine Hände und wir gehen zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt befindet sich ebenfalls an der Hand. Leicht zu finden, du beugst deine Hand etwas und du siehst hier die sogenannte Handgelenksfalte, legst nun deine 3 Finger, Zeige-, Mittel- und Ringfinger hier an die Kante, an die Handgelenksfalte und am Ende, wo der Zeigefinger endet, hier genau befindet sich ein Punkt. Den drücke ich jetzt und das machen wir ganz elegant mit dem Zangengriff. Ich zeige es von dieser Seite, ich drücke hier den Mittelfinger drauf, genau gegenüberliegend den Daumen. Diese 2 Punkte haben eine Verbindung. Man nennt den einen das äußere Pastor, den inneren das innere Pastor. Und wir halten diese Punkte. Bin hier genau in der Mitte des Unterarms an der Außenseite und hier einmal gegenüberliegend in der Mitte des Unterarms halten und diesen Punkt, ich zeige es euch auf diese Art und Weise. Und zum Vergleich, dieser Schmerz, ebenfalls ein Schmerzpunkt, sehr wirksam. Für Nackenverspannungen gleich wie der erste Punkt, aber wirkt auf eine andere Art und Weise. Nur ist dieser viel subtiler, dieser ist meistens nicht so schmerzhaft. Hier kannst du ruhig etwas mehr in die Tiefe drücken. Atme wieder durch die Nase ein und aus. 30 bis 45 Sekunden. Sollte der Schmerzpunkt sich nicht lösen, kannst du auch gerne 1 Minute
1,5 Minuten den Punkt halten. Wenn er sich dann immer noch nicht löst, dann einfach am nächsten Tag das gleiche wieder probieren. Okay, zweite Seite. Zur Erinnerung, hier, du siehst an meiner Kette, die symbolisiert quasi die Handgelenksfalte, 3 Querfinger. Am Ende, wo der Zeigefinger aufhört, ist dieser Punkt genau in der Mitte des Unterarms. Jetzt mache ich wieder diesen Zangengriff, einmal oben, einmal unten. Ganz einfach. Da bist du automatisch richtig. Halt diesen Punkt wieder. Ruhig etwas Druck ausüben, Finger entspannen und wieder bewusst ein- und ausatmen. Atme in den Bauch. Beobachte während dem Halten ganz genau, wie diese Spannung sich verändert. Wie dieser Punkt, dieser Schmerzreiz sich langsam wieder auflöst. Noch 10 Sekunden. Du kannst auch versuchsweise einmal die Hand ein bisschen bewegen, dann spürst du die Muskeln, die sich bewegen und dann löse wieder auf. Gut. Der dritte Punkt befindet sich jetzt an den Füßen. Ich zeige ihn euch auch hier. Und zwar, hier haben wir den äußeren Knöchel und die Achillessehne. Wenn du nun diese Strecke zwischen höchster Spitze des äußeren Knöchels und Achillessehne teilst, hier eine Linie durchziehst und genau hier in die Tiefe gehst. Hier ist relativ wenig Gewebe. Hier ist die Achillessehne spürbar in der Tiefe. Ich drücke sie wieder nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit dem Daumen. Diese Position ist jetzt relativ unbequem, das ist besser zum Zeigen. Einfacher geht es, wenn du den Fuß so herlegst. Ja. Und ich mache wieder diesen Zangen- oder Pinzettengriff. In dem Fall habe ich außen den Mittelfinger, wie eben gezeigt, und gegenüber drücke ich einen Punkt, der ebenfalls wieder zu diesem gezeigten Punkt optimal dazu passt. Du kannst den Punkt also so halten. Das kann man sogar während einer Besprechung ganz entspannt machen, ganz unauffällig unter dem Tisch. Diesen Punkt hier halten, der ebenfalls ein genialer Schmerzpunkt ist, hier im Speziellen für den unteren Rücken. Die ersten 2 Punkte waren für den Nackenbereich, für Schulter, für den Oberkörper, Kopfschmerzen, alles was oben Schmerzen erzeugt. Dieser Punkt ist ein Punkt, der speziell auf den Unterkörper wirkt. Beinschmerzen, Schmerzen im Lendenwirbelsäule, in den Hüften. Gut, lösen wir diesen Punkt. Ich zeige es euch noch auf der anderen Seite. Wie gesagt, noch einmal äußeren Knöchel hernehmen, bis zur Achillessehne, diese Strecke teilen, hier in diese Mulde hineindrücken, wieder im Pinzettengriff. Nicht in dieser Position, sondern du kannst hier den Fuß wieder gemütlich ablegen. Diesmal drücke ich mit der rechten Hand, gehe wieder in diesen Pinzettengriff. Ihr seht es jetzt von dieser Position aus nicht so gut, aber ihr wisst, wo sich dieser Punkt befindet. Ihr klemmt im Prinzip die Achillessehne ein und mit dem Mittelfinger spürt ihr auch ein bisschen, wenn ihr leicht nach vorne und zur Seite drückt, dass da der Knöchel irgendwo in der Nähe ist. Halten wir noch 10 Sekunden, erinnern uns noch einmal dran. Punkt halten, die Sensation spüren in diesem Punkt. Wie fühlt der sich an? Plus ein- und ausatmen. Möglichst langsam. Okay, dann lösen wir wieder die Hände auf. Setz dich kurz hin, schließ bitte deine Augen und spür nach. Vielleicht spürst du jetzt ein leichteres Gefühl im Körper, in deinen Füßen, Händen. Vielleicht ist dir jetzt wie mir warm geworden. Ja, und wenn dich das Ganze jetzt noch mehr interessiert und du dich wunderst, wie das Ganze denn überhaupt möglich ist und was es da mit diesen Punkten auf sich hat, dann möchte ich dir noch ein paar Informationen geben. Dabei handelt es sich um nichts anderes als Akupressurpunkte, die man aus der traditionellen chinesischen Medizin schon seit Jahrtausenden kennt. Und Akupressurpunkte sind ein genial einfaches Werkzeug, weil du im wahrsten Sinne mit ein paar wenigen Druckpunkten Schmerzen im Körper auflösen kannst. Wie das Ganze funktioniert, wird auch in der Forschung heutzutage sehr viel untersucht. Es gibt viele Erklärungen dafür.
Es werden viele Studien gemacht und so weiter. In der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, hat man diese Punkte immer schon verwendet. Es gibt sogar 365 solcher Punkte. Klassischerweise sind sie über den ganzen Körper verteilt und alle haben sie verschiedene Funktionen. Und diese drei, die ich dir gezeigt habe, sind, wie gesagt, sehr, sehr wirkungsvolle Schmerzpunkte. Diese Punkte liegen ja auf den sogenannten Meridianen, auf sogenannten Leitbahnen, und deshalb kann es eben sein, dass ein Punkt, der sich hier befindet, der dem Dickdarm zugeordnet ist, witzigerweise, dass der einen Reiz ausübt über einen Meridian, über eine Leitbahn bis in den Nackenbereich, bis in den Kiefer-Nasenbereich, also bis in den Oberkörper. Das ist so die Erklärung, wie so ein Punkt an der Hand auf Nackenprobleme wirken kann. Oder auch dieser Punkt, dass der auf den Nacken wirken kann. Genauso erklärt sich damit die Frage, wie dieser Punkt da unten an der Außenseite des Knöchels ein Meisterpunkt für den unteren Rücken sein kann. Diese Punkte werden seit mehr als 2000 Jahren in der ganzen traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Da werden diese Punkte aber nicht nur gedrückt, was für uns sehr praktisch ist, wir können sie mit den Fingern drücken, sondern die werden auch genadelt in der sogenannten Akupunktur. Das haben sicherlich viele schon von euch mitgemacht, sei es um eine Schwangerschaft im Ende besser auf die Frau besser auf die Geburt vorzubereiten, werden solche Akupunkturbehandlungen gemacht, aber auch bei Rückenschmerzen, bei Kopfschmerzen ist es gang und gäbe, Nadeln zu setzen. Kleiner Nachteil, das kann man nicht selber machen, da braucht es einen erfahrenen Arzt dazu. Darüber habe ich mir immer schon Gedanken gemacht und habe dafür ein spezielles Tool entwickelt. Das nennt sich AkuPen, das schaut so aus. Das ist ein kleiner Stift, der hat ein rundes Ende, mit dem man irgendwie, sagt das einem der Hausverstand, Akupressur machen kann. Hier kann man diese Punkte, die ich dir ebenfalls gezeigt habe, sehr gut bearbeiten und du kommst noch genauer auf diesen Punkt hin. Also Akupressur mit einem Therapiestift, das ist allerdings ehrlich gesagt nichts Neues, das gibt es schon lange. Eine kleine Neuheit ist, dass man hier eine Kappe abschrauben kann und dann kommt eine Spitze zum Vorschein. Und diese Spitze, diese Rundspitze imitiert jetzt quasi die Wirkung einer Akupunktur. Du kannst nun diesen Punkt hernehmen. Ich gehe nochmal zu diesem Dickdarmpunkt und hier kannst du nun millimetergenau den perfekten Schmerzpunkt heraussuchen. Und du wirst das spüren, wenn du drei verschiedene Punkte drückst, findest du einen, der wirklich richtig schmerzt. Und das ist dann der absolut richtige Schmerzpunkt. Und die Wirkung ist dann ähnlich einer Wirkung Akupunktur plus Akupressur. Ja? Also mit diesem kleinen Tool, das wir entwickelt haben, das es auch bei uns zu kaufen gibt in unserem Shop und so weiter, könnt ihr quasi die Akupressur und die Akupunktur vereinen. Und das finde ich sehr, sehr genial, denn sonst kannst du die Akupunktur eben nur dadurch nützen, dass du zu einem Arzt gehst. Und ich bin ja immer ein Fan davon, dass man es wirklich selber machen kann. Okay, ja, zum Schluss möchte ich dir ganz kurz die Punkte noch einmal zeigen, damit du sie noch einmal kurz verinnerlichen kannst. Erster Punkt, ich sage es kurz dazu, ein Punkt für den Dickdarmmeridian, der Nacken. Entspannt an der höchsten Stelle in die Tiefe gehen. Genau hier befindet sich dieser Punkt. Du kannst ihn gerne noch einmal drücken. Diesen Reiz spüren. Dieser bewirkt Entspannung im Nackenbereich, Kopfschmerzen, Kieferprobleme. Zweiter Punkt, Handgelenksfalte, 3 Querfinger nach oben. Und am Ende wo der Zeigefinger aufhört, hier ist dieser Punkt, ja, ebenfalls ein Punkt für Schmerzen im Nackenbereich. Ich habe ihn euch gezeigt in diesem Zangen- oder Pinzettengriff, weil gegenüber genialerweise noch ein wichtiger Akupunkturpunkt liegt. Ja. Das Ganze auf der anderen Seite und auch hier unten dieser Punkt wieder, Knöchel, Achillessehne in die Hälfte, und hier spürst du mit dem AkuPen diesen ganz, ganz starken, intensiven Reiz, der sich interessanterweise durch diese Intensität auch schneller auflöst, als wenn du den Punkt nur mit dem Daumen oder den Fingern drückst. Okay, das sind also die 3 meiner Meinung nach wichtigsten Schmerzpunkte. Es gibt noch viele andere interessante Punkte.
Ja, die wollte ich euch heute vorstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Schreibt auch unter das Video, wie es euch geht. Das hilft auch immer wieder anderen Menschen. Motiviert sie dazu, da wirklich dabei zu bleiben. Und auch wenn es beim ersten Mal nicht gleich funktioniert hat, das ist eine Sache, die man öfters machen muss. Einmal täglich empfehle ich, wenn du wirklich Schmerzen hast, mach die Punkte zweimal täglich. Hast du wenig Zeit, mach die Punkte auf einer Seite des Körpers. Heute links, morgen die rechte Seite. Ist ebenfalls eine Möglichkeit, nur eine Seite des Körpers zu behandeln. Wenn du mehr Zeit hast, mach beide Seiten durch. Das Ganze tageszeitmäßig, völlig egal. Wenn einfach immer dann, wann es dir wirklich, wenn du eine Pause hast, wenn du Zeit hast, dich hinzusetzen, 5 Minuten, Punkte halten, atmen und du tust nebenbei deinem Nervensystem was Gutes, weil der Körper entspannt. Also, vergiss nicht, dieses Video, wenn es dir gefallen hat, zu liken, teils mit möglichst vielen Menschen und abonniere auch unseren Channel. Einfach besser leben, damit du immer wieder informiert bist über unsere neuesten Produktionen und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao.